Herzlich willkommen hier auf dem Biolandhof Mayr-Borcherding in Husum. 2018 haben wir umgestellt auf Ökolandbau. Wir bewirtschaften einen Gemischbetrieb, haben Fersenaufzucht, ca. 120 Plätze, 40 Hektar Dauergrünland dazu und 130 Hektar Acker mit den verschiedensten Kulturen. Dazu gehört eine kleine Direktvermarktung. Wir haben 300 Legehennen, 4x60 Masthähnchen und Kürbis und Kartoffeln bauen wir selber an, was wir ab Hof dann vermarkten. Früher war der Betrieb ein klassischer Milchviehbetrieb mit einer einfachen Fruchtfolge aus Silo-Mais, Winterroggen und Tritikal. Nach dem Ausstieg aus der Milchviehhaltung, bedingt durch hohe Investitionskosten, wurde die Fruchtfolge angepasst. Neu hinzu kamen Raps, Soja und Sonnenblumen. Diese Kulturen sind in diesen nördlichen Regionen noch wenig verbreitet. Sie können aber mit den zunehmenden Trockenperioden besser umgehen. Auf der Climate Farm Demo-Veranstaltung berichtet Holger Mayr-Borcherding über seine Erfahrungen im Anbau. Als erstes besichtigt die Gruppe den Raps, der Ende August gesät wurde. Wir säen den Raps in Drillsaat aus mit 65 Körnern pro Quadratmeter und anschließend wird direkt eine Kleemischung aus 40% Alexandrinerklee, 40% Boxhornklee und 20% Weißklee ausgesät. Der Weißklee ist im Prinzip drin, dass der Lücken schließt, weil er nicht auswintert. Und der Boxhornklee ist drin in der Mischung, um den Raps-Erdfloh zu vergrämen mit seinem Aroma, was er verbreitet. Nach der Saat wird der Raps so nicht mehr angerührt. Die Düngung des Rapses erfolgt im Herbst und im Frühjahr mit Rindergülle sowie Patentkali. Also Erträge, die wir auf unseren Böden von 18 bis 30 Bodenpunkten erwarten, sind erstmal immer so 2 Tonnen. Unter dem ist einfach keine Rentabilität gegeben. Alles andere nehmen wir mit, das ist on top. Wir stehen hier vor der Sojabohne. Das ist die Sorte Asterix. Die haben wir mit 75 Körnern pro Quadratmeter am 5. Mai gelegt, auf 50er Reihe. Dank züchterischer Fortschritte reift die Sojabohne inzwischen auch hier im Norden Deutschlands aus. Je nach Jahr liegt die Ernte zwischen Ende September und Mitte Oktober. Wie man hier sieht, ist die Unkrautregulierung noch etwas eine Herausforderung. Jeder Konventionelle würde denken, um Gottes Willen, was für ein Gemüse. Gerade im vorderen Bereich ist der Boden einfach sehr feucht. Da war die mechanische Unkrautbekämpfung nicht ganz einfach. Für das nächste Jahr will der Betrieb 2 Punkte verbessern. Erstens die Saatbettbereitung. Vor der Aussaat wurde nur gestriegelt, stellenweise war das Unkraut aber bereits wieder angewachsen. Hier ist eine intensivere Bodenbearbeitung mit der Egge notwendig. Zweitens die mechanische Unkrautregulierung. Der erste Hackgang muss häufelnd erfolgen, um Unkräuter in der Reihe wirksam zu unterdrücken. Dennoch haben sich die Sojabohnen recht gut entwickelt. Wir erwarten hier schon mindestens 3 bis 3,5 Tonnen Sojabohnen dann pro Hektar. Also da freuen wir uns drauf. Als letztes sind wir jetzt bei den Sonnenblumen angelangt. Das ist für mich dieses Jahr auch Neuland gewesen. Ich war immer schon auf der Suche auf unseren schlechteren Böden, so bis 25 Bodenpunkte auch. Was kann ich da noch mal zwischen Roggen und Mais stellen? Irgendwie noch mehr was für das Speisesegment. Und da war die Sonnenblume schon seit längerem in meinem Hinterkopf. Und jetzt haben wir es einfach mal gemacht. Die Vermarktung über die Teutoburger Ölmühle war im Vorhinein abgeklärt. Nach zweimaligem Striegeln und Hacken entwickelten sich die Sonnenblumen auf dem sandigen Boden sehr gut. Ausreichende Niederschläge sorgten für eine gute Kornbildung. Ernte und Trocknung sind zwar noch neu und müssen sich bewähren, doch bis hierhin ist das Fazit positiv. Wir haben halt immer probiert, neue Sachen auszuprobieren, um sie dann nachher vielleicht auch zu etablieren. Ja, auch mit dem Klima zu gehen, zu schauen, was geht auf meinem eigentlich nicht so als Ackerbaustandort gepriesenen Boden hier. Und weshalb macht Holger Mayr-Borcherding im Climate Farm Demo-Projekt mit? Weil ich es einfach super spannend finde, mich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Das ist ja dann auch egal, ob ökologisch, konventionell, regenerativ. Wir ziehen ja dann letztendlich alle an einem Strang. Und das Klima, es ändert sich und wir als Landwirte sind einfach gefordert, uns dem anzupassen und das Beste daraus zu ziehen.